Servus und hallo, heute kommt endlich das Video zu den Budget Gravel Bikes zwischen 1000 und 2000 Euro. Weil die schönsten Gravel Bikes euch aber natürlich nichts helfen, habe ich jetzt geschaut, welche Bikes auch tatsächlich erhältlich sind und welche Bikes man auch bedenkenlos empfehlen kann. Ich bin jetzt auf diese 7 Gravel Bikes gestoßen und die schauen wir uns jetzt nacheinander mal an. Wenn du Fragen zu den Gravel Bikes hast, schreib sie mir einfach in die Kommentare oder schreib mir bei Instagram. Ich freue mich, hier helfen zu können und wir starten gleich rein. Das erste Bike kommt von Fuji, das habe ich bei otto.de gefunden. Alle Links zu den folgenden Bikes packe ich dir in die Videobeschreibung. Jetzt aber zum Yari 2.1. Wer den Test mit dem Fuji Yari 1.1 von mir gesehen hat, weiß, wie begeistert ich von dem Bike war. Was mir gefallen hat, waren die vielen Anschraubpunkte, dieses lustige Schulterpolster, das hier unten auf der Unterseite des Oberrohrs angebracht ist. Und hier bei dem Yari 2.1 Limited findest du zusätzlich auch noch Schutzbleche, eine Beleuchtung und einen ziemlich hochwertig aussehenden Gepäckträger. Wir haben einen Alurahmen und eine Carbongabel. Das Bike ist lieferbar in 2 Wochen, was schon ziemlich gut ist, in den Rahmengrößen 52 bis 60. Also auch kleine und große Menschen können das Bike noch bestellen. Wir haben mechanische Scheibenbremsen von Tektro mit dran. Mechanische Scheibenbremsen sind jetzt nicht allzu griffig. Das muss einem bewusst sein, wenn man sich für dieses Rad entscheidet. Das ist meistens an den Budget-Gravel-Bikes immer so einer der Punkte, bei denen man einen Abstrich machen muss. Wir haben zwar später auch Räder mit hydraulischen Scheibenbremsen, aber die mechanischen Scheibenbremsen funktionieren im Stadtverkehr und beim normalen Benutzen auf dem Feldweg und so weiter schon ganz gut. Wenn du aber viel bergab fährst oder auch sehr schnell fährst und dann abrupt bremsen möchtest, sind hydraulische Scheibenbremsen einfach wegen dem Handling und der Dosierbarkeit ein bisschen besser. Wir haben zusätzlich eine 2x10 Übersetzung, kommt auch von Shimano Tiagra, ebenso wie die Schaltbremshebel. Und das ganze Rad ist natürlich aufgrund der ganzen Ausrüstung relativ schwer mit 12,71 Kilo, absolut kein Leichtgewicht. Aber ihr könnt es belasten bis zu 130 Kilogramm. Also auch wenn ihr etwas schwerer seid oder wenn ihr ein Rad sucht, mit dem ihr auch Bikepacking-Abenteuer machen könnt, könnt ihr das Rad wirklich belasten. Ja, ein Plus sind die ganzen Anschraubpunkte und das erwähnte Schulterpad. Das findet ihr tatsächlich nur bei dem Rad. Das nächste Bike ist das Track Checkpoint AL3, das bereits für 1149 Euro bei Lucky Bike erhältlich ist. Auch da sind die Rahmengrößen 52 bis 61 auf Lager. Wir haben es hier mit einem Bike aus dem letzten Modelljahr zu tun, was nicht unbedingt heißt, dass es schlechter ist. Wir haben bei den Reifen relativ wenig Profil, die lassen sich aber recht leicht umrüsten. Die Felgen sind tubeless ready und die Reifenclearance geht hoch bis zu 45 mm. Also da könnt ihr, wenn ihr das Rad kauft und es vor allem im Gelände einsetzen wollt, gleich mal einen ordentlichen Reifen draufziehen und das Ganze sogar, wenn ihr wollt und könnt, auf tubeless umrüsten. Auch hier haben wir einen Alurahmen und eine Carbongabel. Wir haben eine 2x9 Übersetzung, nur in Anführungsstrichen, von Shimano Sora. Und auch hier haben wir eine mechanische Scheibenbremse von Tektro mit dran. Also auch hier nicht unbedingt die allerbeste Bremsleistung, aber bei dem Preis muss man Abstriche machen. Dafür ist das Rad super leicht. Mit 10,5 Kilogramm könnt ihr es außerdem bis zu 125 Kilogramm belasten. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Außerdem habt ihr recht viele Anschraubpunkte. Das nächste Bike kommt von GT. GT ist eine Marke, die sich um den Mountainbike-Pionier Gary Taylor herum gebildet hat. Also da ist sehr, sehr viel Erfahrung aus dem Mountainbike-Bereich in die Marke mit reingeflossen und GT findet sich jetzt mittlerweile auch im Gravelbike-Segment, des Öfteren mit verschiedenen Modellen. Und hier haben wir das Great Expert, das in einer relativ ausgefallenen Farbe kommt. Hier fällt auf, das Oberrohr ist so leicht geknickt. Das geht darauf auch wieder zurück, dass die Sattelstreben bei GT typischerweise ins Oberrohr münden und dadurch dieses GT-typische Dreieck entsteht, was die Bikes von GT schon auf 200 Meter Entfernung erkennen lassen. Ja, ist definitiv ausgefallen im Design und auch der Preis ist noch im Rahmen mit 1699 Euro. Bei Liquid Life ist das Bike in Rahmengrößen 48 bis 61 erhältlich
Und wir vertrauen hier, oder vielmehr GT vertraut hier auf eine 2x10 Übersetzung. Wir haben hier ein GRX-Schaltwerk verbaut mit einem Tiagra-Umwerfer. Aber leider setzt hier GT nicht auf die GRX-Schaltbremshebel, sondern auf die Bremshebel der Tiagra-Gruppe. Die Bremsen sind auch hier hydraulisch, wobei sich hier, das muss man wirklich dazu sagen, hinten nur eine 140 mm Bremsscheibe findet. Und das ist schon relativ wenig und auch das geht auf Kosten der Bremsleistung. Das kann man aber auch relativ einfach und schnell selber umrüsten und eine 160er mm Bremsscheibe dran bauen. Was sonst noch zu erwähnen ist, das Bike ist tubeless ready und es hat einen relativ ausladenden Flair vom Lenker mit 16 Grad, also auch sehr gut zu kontrollieren im Gelände. Wir finden auch hier massenweise Anschraubpunkte und auch das Gewicht ist relativ gering. Für den Preis bekommen wir hier ein Gewicht von 10,47 Kilogramm, also knapp 10,5 Kilogramm. Ja, hier auch kein unbekanntes Bike, das Bergamont Grandurance 4. Ich habe ja hinter mir das Bergamont Grandurance Elite, also die Top-Version, stehen mit Carbonrahmen und hier sehen wir die Alu-Version, wirklich ein sehr erschwingliches Bike für 1000 Euro. Auf Fahrrad XXL ist die Rahmengröße 53, 57 und 61 erhältlich. Also für mittelgroße Menschen, so wie mich, mit 1,80 Meter Körpergröße findet sich hier eher kein Modell. Was haben wir hier für eine Schaltgruppe verbaut? Wir haben 2x9 Übersetzung mit einer Shimano Sora Schaltgruppe. Relativ schwer, okay, aber wir sind hier bei einem relativ geringen Preis auch. Das Bike wiegt 11,1 Kilo und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von nur in Anführungsstrichen 115 Kilogramm. Also das ist zu beachten, wenn ihr selber schon Körpergewicht von 90 plus vielleicht mitbringt, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger und dann müsst ihr beim Packen auch ein bisschen darauf achten, dass ihr dann die 115 Kilogramm Grenze nicht überschreitet. Was bei dem Bike jetzt charakteristisch ist, es hat eine sehr sportliche Sitzposition, das heißt, ihr seid sehr weit nach vorne mit dem Körper gelehnt, dadurch seid ihr aerodynamisch unterwegs und auch schneller. Und ja, die Farbgebung ist natürlich ein absoluter Hingucker. Also wer auffallen will mit seinem Bike, der wird mit dem Grandurance 4 von Bergamot definitiv glücklich. Minuspunkte gibt es für die Leute, die ja vor allem auf Bikepacking stehen. Es gibt nicht allzu viele Anschraubpunkte an diesem Rad, keine Anschraubpunkte am Oberrohr. Ihr könnt zwar 2 Bottle Cages im Rahmendreieck selbst anbringen, aber oben am Oberrohr findet ihr keine Anschraubpunkte. Es gibt aber Fender- und Gepäckträgersysteme, die auf die Anschraubpunkte, die hier an der Gabel und auf den Kettenstreben-Innenseiten angebracht sind, passen. Das nächste Bike finde ich ziemlich gelungen. Ich finde die Farbgebung ziemlich cool und auch wie das Oberrohr und das Unterrohr gestaltet ist. Dieses sogenannte Hydro-Tubing, dass sich der Durchmesser des Alu-Rohrs, das im Unterrohr und im Oberrohr verbaut worden ist, verändert. Das ist relativ teuer in der Herstellung und sieht dann aber im Endeffekt ziemlich hochwertig aus. Und ich finde, das hübscht das Rad extrem auf. Wir haben hier bei dem Centurion Crossfire Gravel 2000 einen relativ hohen Preispunkt für ein Budgetbike mit 1850 Euro. Ihr findet alle Rahmengrößen erhältlich, auch bei Fahrrad XXL wieder und habt hier auch eine relativ große Bandbreite an Gängen mit einer 2x10 Übersetzung von Shimano Tiagra. Allerdings sind hier erfreulicherweise, und das ist wirklich hervorzuheben, die Schalthebel und die Bremsen von der GRX 400 Gruppe. Also das ist natürlich von der Bremsleistung dann überhaupt nicht zu vergleichen mit einer mechanischen Scheibenbremse. Die GRX 400 habe ich selber jetzt getestet, bremst wirklich super gut, sehr präzise und auch die Ergonomie der Schaltbremshebel, wie erwähnt, geben dir jederzeit auch im Gelände das Gefühl, dass du volle Kontrolle hast. Und mit der Beleuchtung, mit dem Gepäckträger und hier auch mit den Fendern kommen wir auf 12,7 Kilogramm Gesamtgewicht, also kein Leichtgewicht. Aber das zulässige Gesamtgewicht ist bei dem Rad sogar schon bei 135 Kilogramm, also ein echter Sattelschlepper. Was man hier jetzt wirklich hervorheben kann, ist das gelungene Design. Wie ich finde, gefällt mir super gut.
Ihr habt eine Beleuchtung mit dran, ihr habt die Schutzbleche mit dran, ihr habt einen sehr hochwertigen Gepäckträger mit dran und ja, auch wenn einem das vielleicht jetzt gar nicht so zusagt und man jetzt nicht unbedingt ein Bike braucht für den Alltagsgebrauch, kann man das ja einfach dann abbauen, wenn man sich für dieses Rad entscheidet. Dieses Bike hätte ich mir beinahe schon mal selber gekauft, als ich damals auf der Suche war nach meinem Gravelbike. Die haben jetzt eine Neuauflage gemacht. NS Bikes ist eigentlich dafür bekannt, dass sie Bikes im Gravity-Bereich anbieten, also vor allem Dirt Jump und Downhill-Bikes. Die Marke selbst kommt aus Polen und die haben eine Schwestermarke, die ihr wahrscheinlich kennt, Rondo, bringen aber auch unter ihrer Eigenmarke NS mittlerweile Gravelbikes raus und die können sich wirklich sehen lassen. Man erkennt natürlich, dass die Schwestermarke Rondo nicht weit entfernt von NS angesiedelt ist. Also der komplette Hinterbau erinnert an das neue Rondo Root. Auch das Design ist, wie man es bei Rondo kennt, sehr minimalistisch und schlicht gehalten. Ihr findet hier super viele Anschraubpunkte wieder. Was mir auch gefällt, ist zusätzlich zu dem ganzen Schwarz, dass es nicht zu langweilig ist, haben sie sich für eine Oil-Slick-Farbvariante bei dem Vorbau entschieden. Auch hier wird wiederum ein Alurahmen mit einer Carbongabel verbunden. Bei dem Bike haben wir jetzt zum ersten Mal nur ein Kettenblatt vorne, also eine 1x11 Übersetzung. Das heißt weniger Gänge als jetzt bei einer 2x10, 2x11, 2x9 Schaltung. Wir haben mechanische Scheibenbremsen. Ich bin die SRAM Apex Gruppe selbst jetzt ungefähr ein Jahr gefahren und muss sagen, am Anfang habe ich jetzt überhaupt nichts vermisst. Klar, mechanische Scheibenbremsen brennen jetzt nicht so präzise und auch die Schaltgruppe jetzt hier von SRAM Apex ist jetzt nicht die allerhochwertigste, aber wie gesagt, am Anfang habe ich das jetzt wirklich überhaupt nicht vermisst und erst nachdem ich jetzt ungefähr ein Jahr mit dem Rad gefahren bin und auch die Qualität der anderen Schaltungen und Bremssysteme kennengelernt habe, weiß ich, dass da ziemlich viel Luft nach oben ist, aber zum Einsteigen finde ich die Gruppe echt okay. Man kommt damit zurecht. Man kommt die Berge hoch, wenn auch ein bisschen schwieriger als jetzt mit einer 2x10 Übersetzung. Und auch an die Bremsleistung kann man sich gewöhnen. Aber es ist halt nicht so fein dosierbar. Also Wheelies zum Beispiel sind jetzt mit der Bremse echt sackengefährlich. So, das nächste Bike und das letzte damit in unserer Reihe, das ich gefunden habe, das ich empfehlen kann und das auch erhältlich ist das Rondo Root AL1, ebenfalls bei Fahrrad XXL für knapp 2000 Euro gesehen und damit das teuerste in dieser ganzen Vorstellung. Ich fahre ja selbst das Rondo Root AL2 und bin wirklich nach wie vor mega begeistert von dem Bike. Also mir macht es immer noch wahnsinnig viel Spaß. Es hält was aus, es macht unglaublich viel Spaß, das im Gelände zu fahren. Es macht aber auch Spaß, das auf der Straße zu fahren. Ich finde es ein super gutes Einsteigerrad. Preis-Leistung ist hier wirklich bei Rondo mega gut. Ich mag die Designs von Rondo auch. Auch hier bei dem Rondo Root AL1 wird ein Alurahmen mit einer Carbongabel verbunden. Besonders an der Gabel ist eine Twin-Tip-Lösung. Das heißt, ihr könnt hier mit so einem Flip-Chip den Lenkwinkel um 0,5 Grad verändern. Das habe ich schon mal bei meinem Rad ausprobiert, da habe ich hier ein Video dazu gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist nichts, was man recht oft macht. Es ist aber vielleicht was für den einen oder anderen, der sich jetzt nicht hundertprozentig sicher ist mit der Geometrie, ob er jetzt vor allem im Gelände fahren will oder vor allem auf der Straße. Das Rad kann definitiv beides und mit dem Flipchip kann man mal rumspielen, das ist ganz witzig. Hier haben wir sogar eine 2x10 Übersetzung mit einer Shimano RD RX 400 Gruppe, aber auch hier erfreulicherweise wurde bei den Bremsen und beim Schalthebel auf die GRX 400 vertraut und das wertet so ein Rad natürlich enorm in der Performance auf. Und wäre jetzt eines der Bikes, die ich mir tatsächlich kaufen wollen würde, wenn ich jetzt auf der Suche wäre nach einem neuen Rad. Es ist außerdem relativ leicht mit 10,3 Kilo. Das leichteste Rad jetzt von den 7, die ich vorgestellt habe. Was mir besonders gut gefällt, ist bei dem Hinterbau einfach, ähnlich wie bei einem NS-Bike, dass die Sattelstrebe leicht gewölbt ist. Das gibt dem Ganzen einen recht filigranen Look und wird man wahrscheinlich auch beim Fahren merken.
Welche Bikes sind erhältlich und habe ich gerade vergessen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Die anderen sind sicherlich auch dankbar dafür für alle Tipps. Wenn du Fragen zu den Bikes hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram. Wir testen jetzt im nächsten Video das schwarze Bike hinter mir. Wer rät, welches Bike das ist, kriegt 100 Punkte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.